Alien Investor präsentiert. Wann kann ich endlich mit Bitcoin beim Bäcker zahlen? Diese Frage höre ich ständig und sie ist falsch gestellt. Lightning ist nicht die Zukunft des Bezahlens, es ist die Gegenwart. Nur nicht da, wo du hinschaust. Sensoren bestätigen Commander. Das Lightning-Netzwerk wickelt Bitcoin-Zahlungen in Sekunden ab, für Bruchteile eines Cents. Tausende Knoten weltweit direkt auf Bitcoin aufgesetzt. Ich bezahle damit seit Jahren. App-Lizenzen, Spenden, kleine Käufe und ich betreibe eine eigene Lightning-Node, damit meine SEPs auf Nostr über meine eigene Infrastruktur laufen. Heute zeige ich dir, wie diese zweite Schicht funktioniert, wo ihre Tücken liegen und in welchem Raum sie längst ganz normales Geld ist. Thorsten übernimmt. Fangen bei der Grundfrage an, warum Bitcoin überhaupt eine zweite Schicht braucht. 1. Der Tresor ist keine Kasse. Bitcoin ist als Fundament gebaut, nicht als Kassensystem. Alle 10 Minuten entsteht im Schnitt ein Block und jede Transaktion darin wird von Zehntausenden Rechnern weltweit geprüft und für immer gespeichert. Das macht eine Bitcoin-Zahlung so endgültig wie einen notariellen Eintrag. Und genau deshalb taugt sie nicht für den Kaffee. Eine Transaktion auf der Basisschicht kostet je nach Auslastung wenige Cent bis mehrere Euro und braucht mindestens eine Bestätigung, also im Schnitt 10 Minuten, oft mehr. Für die Ersparnisse ist das perfekt. Für den Alltag unbrauchbar. Das ist aber kein Konstruktionsfehler, sondern Arbeitsteilung. Dein Bargeld und dein Girokonto arbeiten ja auch anders als der Tresorraum einer Bank. Bitcoin löst das mit einer zweiten Schicht, die auf der ersten aufsetzt, Lightning. Die Basisschicht bleibt das Fundament, das am Ende alles absichert. Lightning ist die Geldbörse darüber. 2. Die Zwischenbilanz. Das Herzstück von Lightning ist der Zahlungskanal. Du und ein Gegenüber legt gemeinsam Bitcoin in eine Adresse, die ihr nur zu zweit bewegen könnt. Dieser eine Vorgang steht auf der Blockchain. Ab jetzt führt ihr eine private Zwischenbilanz. Bei jeder Zahlung unterschreibt ihr beide einen neuen Kontostand, sekundenschnell und praktisch kostenlos. Erst wenn ihr den Kanal schließt, landet das Endergebnis wieder auf der Kette. Aus 1000 Zahlungen werden 2 Einträge in der Blockchain, die Eröffnung und der Abschluss. Und du brauchst nicht zu jedem Menschen einen eigenen Kanal. Die Kanäle bilden ein Netz und deine Zahlung springt über mehrere Stationen bis zum Empfänger automatisch und in Sekunden. Jede Station sieht nur ihren eigenen kleinen Schritt. Entscheidend ist, solange deine Schlüssel bei dir liegen, kann dir keine dieser Stationen dein Geld nehmen. Die Regeln der Basisschicht sichern jeden Kanal ab. Wird ein Kanalpartner dauerhaft unkooperativ, kannst du den Kanal einseitig auf die Blockchain zwingen. Das kostet Gebühren und Wartezeit, aber deine Coins bekommst du zurück. Lightning kann langsam werden, aber es scheitert sicher. 3. Die Sanduhr. Jetzt zum meist missverstandenen Detail des ganzen Systems, der Liquidität. In einem Kanal hat Guthaben eine Richtung. Stell dir eine Sanduhr vor. Was auf deiner Seite liegt, kannst du senden. Empfangen kannst du nur so viel, wie auf der Gegenseite liegt. Jede Zahlung schüttet Sand von einer Kammer in die andere, die Gesamtmenge im Glas bleibt gleich. Es führt zu einem Moment, der fast jeden Einsteiger verwirrt. Eine frische Wallet mit eigenem Guthaben kann senden, aber noch nichts empfangen. Der Kanal ist voll und trotzdem passt nichts rein. Das ist kein Fehler, das ist die Physik der Sanduhr. Empfangskapazität entsteht erst, wenn du etwas ausgegeben hast oder wenn jemand auf der Gegenseite Liquidität bereitstellt. Moderne Wallets nehmen dir diese Verwaltung heute fast vollständig ab, gegen transparente Gebühren. Wer es selbst steuern will, öffnet und verwaltet eigene Kanäle. Beides funktioniert. Aber verstehen solltest du die Sanduhr in jedem Fall. Sie erklärt auch das seltene Scheitern einer Zahlung. Wenn auf dem Weg zum Empfänger keine passende Liquidität liegt, hängt die Zahlung in der Luft und bricht dann ab. Im ungünstigsten Fall dauert diese Rückabwicklung ein paar Stunden. Das klingt beunruhigend, ist aber die gute Nachricht des Systems. Eine abgebrochene Lightning-Zahlung ist kein verlorenes Geld. Entweder sie kommt vollständig an oder sie kommt vollständig zurück. 4. Wer hält die Schlüssel? Von außen sehen alle Lightning-Wallets gleich aus. QR-Code scannen, bezahlen, fertig. Unter der Haube zerfallen sie in 2 Welten und es ist dieselbe Trennlinie wie bei der Verwahrung deiner Coins. Bei einer Custodial-Wallet hält der Anbieter die Schlüssel. Dein Guthaben ist dann kein Bitcoin, sondern eine Forderung gegen ein Unternehmen. Sie kann eingefroren,
gemeldet oder von einer Pleite mitgerissen werden und eine Einlagensicherung gibt es nicht. Wie real das ist, hat der Jahreswechsel 2026 gezeigt. Wallet of Satoshi, jahrelang die populärste Custodial-App für Lightning, hat ihren Verwahrdienst in der Europäischen Union eingestellt. Die Nutzer mussten ihre Guthaben abziehen. Wer seine Sats einem Anbieter gibt, hält sie genau so lange, wie dessen Geschäftsmodell und die Regulierung es erlauben. Bei einer Non-Custodial-Wallet bleiben die Schlüssel bei dir, gesichert über 12 Wörter wie bei jeder Bitcoin-Wallet. Kein Konto, das gesperrt werden kann, keine Ausweispflicht, kein Insolvenzrisiko eines Dritten. Und das ist heute alltagstauglich. Es gibt Apps, die eine echte, abgespeckte Lightning-Node direkt auf deinem Telefon betreiben und die ganze Kanalverwaltung automatisch erledigen. Die Königsklasse ist die eigene Lightning-Node zu Hause mit dem Handy als Fernbedienung. Eine ehrliche Einordnung gehört dazu. Auch bequeme Non-Custodial-Wallets stützen sich im Hintergrund auf einen Dienstleister, der Liquidität bereitstellt und dabei Metadaten sieht. Dein Geld kann er nicht anfassen. Aber ganz verschwindet die Vertrauensfrage erst mit der eigenen Node. Die Faustregel gilt für beide Welten. Auf Lightning liegt Taschengeld, also das, was du in den nächsten Wochen ausgeben willst. Die Ersparnisse bleiben auf der Basisschicht hinter deiner Hardware-Vault. Von Der zweite Wirtschaftsraum. Bleibt die ehrliche Frage nach dem Alltag. Die Zahl der Läden, die Lightning direkt akzeptieren, wächst, bleibt im deutschsprachigen Raum aber überschaubar. Wer nur darauf wartet, dass der Supermarkt so weit ist, wird noch eine Weile warten. Und genau dabei übersieht er etwas. Es gibt längst einen Raum, in dem Lightning ganz selbstverständlich Geld ist. Einen zweiten Wirtschaftsraum, der neben dem alten existiert. Auf Nostr, dem sensorresistenten sozialen Netz, schicken sich Menschen für gute Beiträge Satz zu, wird von Wallet zu Wallet über jede Ländergrenze hinweg. Das nennt sich SEP. Bitcoiner spenden einander für Projekte und Inhalte ohne Bank und ohne Plattform, die mitverdient. Software, Lizenzen, digitale Dienste, Gutscheine, Handyguthaben, alles heute mit Lightning bezahlbar, in Sekunden, ohne Konto und ohne Kartennummer. Der Unterschied zum Kartennetz ist grundsätzlich. Niemand kann die Zahlung blockieren, niemand sammelt dabei dein Kaufprofil und sie funktioniert für einen Cent genauso wie für 100 Euro. Dieser Raum wartet nicht auf eine Genehmigung und nicht auf den Einzelhandel. Er wächst leise von unten mit jedem, der mitmacht. Und du merkst erst, wie normal sich das anfühlt, wenn du die erste eigene Zahlung geschickt hast. Deshalb ist der beste Einstieg nicht lesen, sondern ausprobieren. Ein kleiner Betrag, eine erste Zahlung, ein erster Empfang. Ab da ist Lightning kein Konzept mehr, sondern Geld. Fassen wir zusammen. Die Basisschicht ist der Tresor, Lightning die Geldbörse darüber. Kanäle führen eine beidseitig unterschriebene Zwischenbilanz, die Liquidität hat eine Richtung wie der Sand in der Sanduhr und eine abgebrochene Zahlung ist kein verlorenes Geld. Die entscheidende Frage bleibt dieselbe wie bei der Verwahrung. Wer hält die Schlüssel? Und bezahlt wird mit Lightning längst, nur eben nicht an der Supermarktkasse. Was das für dich heißt, dazu zurück an den Commander. Bevor es weitergeht, kurz zum Fundament deiner Freiheit. Geld. Wenn du unkompliziert Bitcoin kaufen und gleichzeitig diesen Kanal unterstützen willst, habe ich was für dich. Mit 21 Bitcoin kannst du unkompliziert und schnell Bitcoin kaufen und gleich per Auto-Wallet-Transfer auf deine eigene Wallet übertragen lassen. Ich habe das Kennwort Alien Investor im System hinterlegt. Das ermöglicht eine Ersparnis von 20% bei den Kosten für den Kauf bei 21 Bitcoin. Genau, und wer Bitcoin hat, muss sie auch wie ein Profi sichern. Ich nutze dafür die Bitbox. Für diese digitale Tresorschachtel aus der Schweiz gibt es mit unserem Kennwort 5% Preisnachlass. Die Verlinkungen dazu befinden sich unter der Videobeschreibung. Mein eigener Weg sah so aus. Eine einfache Wallet auf dem Handy, kleine Beträge, ein paar Spenden an Leute, deren Arbeit ich gut fand. Irgendwann kam die eigene Node dazu, damit meine Seps über meine eigene Infrastruktur laufen. Nichts davon war schwer. Der einzige Fehler wäre gewesen, auf den Bäcker zu warten. Systemhinweis Commander. Jede Lightning-Zahlung ist steuerlich eine Veräußerung und gehört in die Dokumentation. Und die Bestandsregel geht weiter. Taschengeld auf Lightning, Ersparnisse auf die Basisschicht. So ist es. Und wenn du jetzt loslegen willst, welche Wallets ich empfehle, was sie kosten und der Einstieg Schritt für Schritt, das steht in Kapitel 9 von meinem Buch, das dezentrale System. Link in der Beschreibung. Vertraue niemandem. Manage deine Finanzen selbst. Wenn dir das Video gefallen hat, liken, abonnieren, kommentieren und Links in der Beschreibung benutzen, um den Kanal zu unterstützen. Und falls du es noch nicht wusstest, auf alieninvestor.org findest du das alles selbst.
mein Bitcoin-Steuertool, mit dem du deine Steuer ohne fremde Hilfe machst, der Alien Analyzer, der dir Aktien wie Apple auf Herz und Nieren prüft, meine Aktienanalysen und meine laufenden Bitcoin-Kursanalysen, der Powerlord Chart und mein Mission Control Dashboard, meine Blogartikel zu allen wichtigen Themen, meine Apps im Nostr App Store, frei von Google und Apple, meine Bücher, direkt bei mir oder als Kindle, und das Alien Phone, ein Handy mit vorinstallierten Graphene OS, ein Ort, ein Ziel, deine digitale Souveränität.